Hallo Pouring Freunde, hi Pouring Friends. In diesem Video zeige ich euch meine Interpretation von dem sogenannten Ghost Swipe. I show you my interpretation of the so-called Ghost Swipe. Eine längliche Leinwand ist vorteilhaft für diese Technik. Hallo, da bin ich mal wieder. Heute will ich mich auch mal versuchen an einem sogenannten Ghost Swipe. Ich habe gehört, die Künstlerin, die das zuerst gemacht hat, es handelt sich im Grunde genommen um einen Swipe von der Mitte aus in beide Richtungen. Und bei einer Künstlerin ist sowas Ähnliches wie Gespenster entstanden, sodass sie ihre Methode oder diese Methode Ghost Swipe genannt hat. Ich hatte sowas Ähnliches auch schon mal gemacht. Ich werde euch das oben verlinken mit einer Stadt, also eine Silhouette am Ufer eines Flusses. Es ist also der Effekt ist recht nett. Dieses Format 20 x 50 ist auch besonders gut dafür geeignet. Ich habe mir vorgenommen, einen Hintergrund zu machen in Flieder. Das ist die Farbe, die ich verwenden will. Dann möchte ich verwenden für die Gespenster in Anführungszeichen Phthalo-Blau, Schwarz. Schwarz und Phthalo-Blau ergeben zusammen übrigens Payne's Grey. Dann Silber von Artina und Schwarz habe ich schon genannt, Silber. Ja, und natürlich auch noch etwas Weiß. Ich fange an, indem ich nochmal für alle die Farbe zusammenmische, so wie ich das im Rezept unter den Videos immer erkläre. Ich habe hier eine Spritzflasche mit Measurements, also mit Eichstrichen. Und ich nehme ja zwei Teile Floetrol und ein Teil Farbe. Dann würde ich also bis 100 gehen für Floetrol und dann mit der Farbe bis 150. Das ist ja sehr gut zu sehen. Ich nehme den Nippel ab. Da komme ich gleich auch noch mal zu. Zunächst einmal also Floetrol. Schön schütteln. Wie ihr seht, habe ich mit einem Kabelbinder ein Stück Perlonstrumpf über dem Ausguss befestigt. Falls hier in diesem Floetrol mal Klumpen sein sollten. Ich gehe jetzt auf 100 Milliliter. So. Und jetzt kommen 50 Milliliter von diesem Flieder dazu. Hat eine schöne breite Öffnung. Man kommt am besten da rein mit einem Löffel. Ich hole jetzt also Farbe daraus. Ich weiß nicht, ob ich das gießen könnte, weil hier das ist ziemlich also die Öffnung ist ziemlich klein. Muss man ein bisschen Geduld aufbringen. Ich muss hier jetzt ein Teil Farbe, sodass ich bei 150 Milliliter ankomme.
Schneiden wir raus. Das wird ja dann zu langweilig. Noch ein Löffel. So. Ich kann den Löffel jetzt ins Wasser stellen oder aber direkt abwischen, was ich tun werde. Einmal ins Wasser tauchen, abwischen. Dann ist er für das nächste Mal direkt wieder bereit. So. Wie ihr seht, bin ich jetzt bei 150 Milliliter angekommen. 100 Milliliter Floetrol, 50 Milliliter Flieder. Jetzt kommt der letzte Teil. Das ist ein Gemisch aus 80% Wasser und 20% Floetrol. Damit gehe ich jetzt weiter hoch bis 200 Milliliter. Das ist also, nee, Moment, 50, Quatsch, 150, nee. Genau, bis 200. So, okay. Jetzt vervollständige ich das Ganze noch. Mit zwei schönen Murmeln. Plopp, plopp. Die helfen mir dann beim Mixen. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis zu diesen Quetschflaschen. Wenn ihr die zumacht, müsst ihr zuerst nur den Deckel aufschrauben, dass die Luft dann noch entweichen kann und dann erst den Pinocchel oben drauf setzen. Sonst wird es hier am Rand, weil es nicht genügend Luft hat, rausgedrückt und dann hat man die Flasche verdorben. Und jetzt gebe ich dem Ganzen, schüttle ich das Ganze. Wie ihr seht, die beiden Murmeln helfen sehr. Meinen Finger habe ich immer auf dem Pinocchel drauf, dass es nicht abspringt. So. Damit ist die erste Farbe fertig. Ich kann dann zum Beispiel in so einem kleinen oder hier in einem kleinen Silikongefäß überprüfen, wie die Konsistenz ist. Läuft sehr schön. Das kann ich dann wieder hier einfüllen. Dann kann ich das kleine Silikongefäß trocknen lassen, auf links drehen und dann geht das wieder raus, rückstandslos. Also zudrehen, ohne Pinocchel, dann Pinocchel drauf. Auf die gleiche Weise mache ich mir jetzt mein Silber und melde mich gleich wieder. So, dann kann es jetzt losgehen. Die Leinwand ist in der Waage. Ich habe übrigens einen Kommentar von Tictus erhalten. Tictus ist sehr gut, kennt er wahrscheinlich. Er hat mir geschrieben, ich sprühe das ja immer mit Wasser ein, aber er hat mir geschrieben, noch besser wäre es, wenn ich die Leinwand vorher mit Floetrol behandle. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich verteile das also mit einem Pinsel, einem
weichen Pinsel. Was ist das? Achso, das ist von dem Quatsch. Einem weichen Pinsel. So viel hätte ich gar nicht gebraucht. Man kann weniger nehmen, Leute. Wie ihr seht, die Leinwand ist schnell damit gesättigt. Das hilft den Farben beim Fließen. So sagt Tictus. Das leuchtet mir auch ein. Und das gilt übrigens hier nicht nur für unsere Fließtechnik mit Acrylfarben, sondern, wie er es meinte, für alle Acrylbilder. Alles, was mit Acryl gemalt wird, da wirkt sich das positiv aus, wenn die Leinwand vorher mit Flutrol genässt wird. Okay, das kommt jetzt ins Wasser. Sowieso mal neu Wasser rein tun. Jetzt werde ich die Mitte markieren von meinem 10 x 10 cm, nee Quatsch, 20 hier, 20. Da mache ich also eine Markierung bei 10. Und hier auf der anderen Seite auch. Warum, werdet ihr später sehen. 10 und 10. Vielleicht wird man es auch gar nicht mehr sehen, wenn ich jetzt gleich mit Flieder drüber gehe. Abwarten. Das Flieder, den fliederfarbenen Hintergrund will ich wieder einmal so machen, wie von Miriam gelernt, mit meinem berühmten Kamm. Viele haben mir geschrieben, dass es bei ihnen nicht klappt, es wird nicht glatt. Die Farbe muss natürlich recht dünnflüssig sein, so dass diese Striemen, die sich durch den Kamm ergeben, sich auch wieder schließen. Hier seht ihr, ich drehe erst zu und dann, oh, das kommt noch nicht dran. Du bist erst später dran, mein Guter. Etwas Geduld bitte. Wenn ich so da durchfahre, seht ihr, dass diese Streifen hier sofort wieder verschwinden. So muss das sein, sonst klappt es natürlich auch nicht. Diese Weise, wie ich immer sage, es dauert etwas länger, aber es wird super gleichmäßig, super glatt und super schön. Ich melde mich gleich wieder. So, die Oberfläche ist jetzt schön gleichmäßig geworden. Ich muss noch, von der Seite sehe ich, dass noch einige Luftblasen drin sind. Die muss ich noch mit dem Butanbrenner entfernen. Was ist das da? Ein Haar. Sowas sieht man alles immer, wenn man von der Seite gegen das Licht guckt. Hier ist ein Haar. Aber ihr seht, wie die Oberfläche sich von selbst wieder glatt zieht. Ich habe eben bemerkt, als abgeschaltet war, dass es sehr schwer war, die Seiten der Leinwand auch zu streichen. Deswegen für euch der Hinweis und Tipp, wenn ihr es nachmacht, am besten auch die Seiten der Leinwand mit Flotrol vorstreichen. Dann wird es besser halten.
So. Und jetzt fange ich an, meine Farben aufzubringen. Die Markierungen sehe ich noch am Rand der Leinwand. Ich fange an mit dunkelblau. Es kann jetzt noch recht regelmäßig sein. Die Unregelmäßigkeit will ich später reinbringen. Jetzt kommt Schwarz. Sehr, sehr vorsichtig, denn Schwarz, da kann man nicht vorsichtig genug mit sein. Es verdunkelt die Bilder immer verhältnismäßig viel. Und wie gesagt, Phthaloblau oder Dunkelblau und Schwarz zusammen ergibt ja Payne's Grey, meine Lieblingsfarbe. Und als letztes noch mein Silber. Es ist nicht ganz ausgewogen. Ich denke, ich sollte noch etwas dunkelblau hinzufügen. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Werkzeug ich wischen soll, in beide Richtungen. Ursprünglich hatte ich mir überlegt mit einem Malmesser, aber mit einem Malmesser bleibe ich oft hängen. Jetzt kommt erstmal der Faden zum Einsatz. Ich werde mir hier von Mitte zu Mitte eine Linie setzen als Anhaltspunkt, damit es einigermaßen gerade ist. Wenn ich jetzt ein Malmesser nehme, dann mal sehen, ich kann verschiedene Dinge ja ausprobieren. Ein Malmesser, das kommt dann eher so einem Ninja Swipe gleich. Genau. Ich bin nicht hängen geblieben, gutes Zeichen. Ich richte mich also aus an meinem mit dem Stück Wolle gemalten Strich. Ich möchte unterschiedliche Formen und ich habe keinen Platz. Unterschiedliche Formen. Das ist gar nicht so einfach. Aber das mit dem Malmesser klappt besser, als ich gedacht habe. Hängen geblieben bin ich bisher noch gar nicht. Eigentlich so ein bisschen. Ja. Was ist? Hier habe ich noch nicht.
Silikonöl habe ich diesmal wieder gar nicht benutzt. Ich glaube, ich brauche das nicht umzudrehen, denn ich kann es genauso gut jetzt auch zu mir hin swipen. Vielleicht sogar einfacher. Ihr seht, die Zellen, die jetzt kommen, entstehen ganz natürlich. Nicht durch Hinzugabe von Silikonöl oder sonstigen Dingen, einfach dadurch, dass das schwere Weiß nach unten sinkt und die anderen Farben nach oben kommen. Silikonöl und Konsorten unterstreichen ja nur diesen oder unterstützen diesen normalen physikalischen Effekt. Ja, bei dem Swipen bin ich ein bisschen angesteckt von diesem Ninja Swipe. Ich mache das kurz, zackig. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr Variationen reinbringen müssen. Aber das kann man ja immer noch. Also Gespenster sind das nicht. Aber ich finde es schön. Ich finde die Farbkombo klasse. Und auch noch hier mit. Jetzt erstmal einige Luftblasen, die neu entstanden sind, platzen lassen. Seite gucken. Sieht gut aus. Und jetzt, liebe Dürte, hör auf. Du weißt, was sonst passiert. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich nicht rechtzeitig aufhören kann. Ich denke, es fehlt das gewisse Etwas. Komischerweise habe ich das auch oft, dass ich dann ein Foto mache von meinem Werk und dann sehe ich erst, was sich da eigentlich, was dieses Gefühl ausgelöst hat. Da fehlt etwas. Ich glaube, mindestens einer sollte mal so über den Rand auch hinweg laufen. Das Schwarz hat Gott sei Dank nicht überhand genommen. Ich war ja gewarnt. Nicht zu viel. Und jetzt fängt es schon an, zu unruhig zu werden. Ich höre auf. Ich höre auf, Leute. Ich zeige euch gleich ein Close-up. Es arbeitet noch. Es kommen noch neue Zellen. Hier sind ein paar Tropfen, aber das macht ja eigentlich nichts. Kann sie aber auch wegnehmen. Monk hätte sie sicherlich weggenommen. So, ja. Das ist mein Ghost Swipe. Ich sage es nochmal, hier könnt ihr es genau sehen.
Den Rand müsst ihr unbedingt auch mit Floetrol vorbehandeln. Ich werde jetzt warten, bis es angetrocknet ist und dann mit dem Pinsel richtig die Seite hier schön Fliederfarben machen. Die Ecken. Ecken und Seiten also vorbehandeln. Wenn das nachmacht, dann ist eures perfekt. Aber dafür mache ich das ja, dass ihr euch das erst einmal ansehen könnt, von meinen Fehlern lernen könnt und es dann besser macht als ich. Und nicht so viel Farbe verschwenden müsst durch Versuch und Irrtum. Ich erhebe hier also keinerlei Anspruch auf Perfektion oder irgendwelche besonderen Skills oder Fertigkeiten, die ich hätte. Ich probiere nur das aus, was ich sehe bei YouTube. Mal gelingt es nicht so gut. Dann merke ich mir das fürs nächste Mal. Gucke mir meinen eigenen Film nochmal an, um mich daran zu erinnern, was ich für Fehler gemacht hatte. Und dann passt das schon. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das Bild gefällt euch. Mir gefällt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die Farbkombi ist klasse. Habe ich aber auch lange drüber nachgedacht, muss ich sagen. Und ich zeige euch gleich wie immer ein Close-Up und einen Daumen hoch wäre natürlich super. Ein Abo wäre noch besser und ein netter Kommentar auch. Ihr könnt auch Fragen stellen. Ich habe es bisher geschafft, auf alle Fragen, soweit ich die Antwort wusste, zu antworten. Keine Frage bleibt unbeantwortet. Das verspreche ich. Gleich kommt noch das Close-Up. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, hier ist jetzt das Close-Up. Wie ihr seht, Zellen ohne Silikon. Interessante Strukturen, verschiedene Dichte der Farben, verschiedene Farbtöne. Durch die Mischung von Blau und Schwarz ist auch mein schönes Payne's Grey entstanden. Eine meiner Lieblingsfarben, auch zum Swipen übrigens. Ich habe tolle Bilder mit Payne's Grey geswiped. Payne's Grey als Swipe-Farbe. Findet ihr in meiner Playlist Swipes. Ja, mit diesem Bild möchte ich mich dann von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching. Bye guys.